Seid mir gegrüßt zu einer neuen Ausgabe der Bastelgarage, und zwar heute mit einem überhaupt nicht geplanten Teil 3 des transportablen Frästisches. Und zwar habe ich noch einige weitere tolle Sachen dabei gemacht. Eins davon ist hier dieses Schiebeteil oder hier rechts und links die Halterungen, die man ganz einfach selber mit so etwas klemmen kann. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch natürlich jetzt in diesem Video. Ich habe jetzt hier meinen Anschlag. Hier kann ich dann jederzeit das Brett dran vorbeischieben, dann Nut reinfräsen. Wenn ich aber jetzt hier oben an dieser schmalen Seite etwas fräsen muss, kriege ich hier keinen richtigen Halt. Deshalb wollte ich mir hier so ein Schiebeteil dran bauen. Dazu habe ich mir zwei Bretter geschnitten, 12 x 14 cm, und habe die hier angezeichnet. Das ist hier die Mitte, von hier unten 3 cm, und dann habe ich das ungefähr mit dem Zirkel angezeichnet. Das hier sind 6 mm zwischen diesen beiden Linien, und hier oben, das soll einfach rund werden. Das klebe ich jetzt aufeinander mit doppelseitigem Klebeband und säge erstmal die Rundung hier hinten an der Bandsäge aus. Ja, das ist richtig schön rund geworden, und das machen wir jetzt auseinander. So, und werden in dem einen, wo ich hier diese Rundung eingezeichnet habe, da werden wir jetzt 2 Löcher reinbohren, und dann werde ich das Ganze anschließend die halbrund mit der Stichsäge aussägen. Weiter geht's mit der Stichsäge, und das schneiden wir jetzt hier schön rund. Jetzt möchte ich ja hier hinein eine Feststellung machen. Das bleibt fest und das hier soll sich drehen lassen. So. Dazu habe ich mir jetzt in dem zweiten unteren Holz hier die Mitte rausgeholt. Lege das Ganze hier drauf. Und hier kann ich jetzt sehen, hier ist der Strich, wo die Mitte eingezeichnet ist. Und genau dazwischen muss jetzt meine Einschlagmutter, und zwar von unten. Deshalb bohre ich jetzt hier erstmal mit einem Forstnerbohrer eine Vertiefung rein, damit dieses Teil im Holz verschwindet, und dann bohre ich mit einem 7 mm Bohrer durch, damit dieses Gewinde da durchgeht. Nun bohre ich hier mit einem 7,5 mm Bohrer ein Loch in der Mitte durch und nehme die Einschlagmutter und schlage die dann hier rein. Testen wir das Ganze mal. So, damit lässt sich das Ganze dann schon schön verschieben. Dieses Unterteil müssen wir allerdings hier im 45 Grad Winkel schräg abschneiden, weil diese Schiene ja hier rechts und links sich drehen soll, vorbeigehen. Und wenn hier dieses Querbrett vor ist, bleibt das hier dran hängen. Das schneiden wir jetzt mal vorne weg. Das ist mein Holz, das hier unten als Führung dienen soll. Das habe ich hier angezeichnet, dass das mittig ist. Und von diesen Strichen aus gehe ich hier im 45 Grad Winkel jeweils rechts und links runter. Und das schneiden wir dann an der Kappsäge ab. Hier habe ich jetzt eine Schraube durchgemacht, die das Ganze jetzt hier sich um die eigene Achse drehen lässt. Und mache jetzt hier vorne einen Anschlag dran. Hier habe ich mir jetzt an der Unterseite einfach ein 16 mm breites Holz drunter geschraubt. Und hier drauf werde ich jetzt einen 16 mm Nut einfach mal da reinfräsen. Hier habe ich mir jetzt mit der Feile einige
Anschläge reingemacht. Hier, das sind die 90 Grad. Und wenn ich das hier losdrehe und das Ganze drehe, so, dann habe ich zum Beispiel hier 45 Grad. Oder auf der Seite 45 Grad. Und habe mir das Ganze dann hier mit einem weißen Edding aufgemalt. So, das funktioniert also prima. Das geht hier hin und her. Und da machen wir direkt mal eine Probe. Da kann man doch schön sehen, da kann man mitarbeiten. Wirklich gut geworden. Was ich jetzt noch brauche, das ist ein Anschlag, um jetzt hier zwischen zwei Hölzern das einzuteilen. Da habe ich mir sowas gebaut. Und zwar kommt das einfach hier drüber. Hinten wird das hochgedrückt und klemmt sich selber fest. Gebaut habe ich das Ganze folgendermaßen. Ein Brett vorne, was hier 2 cm höher ist, eins hinten, was dieselbe Höhe hat und ein Brett einfach dazwischen. Ich habe jetzt hier 12 mm genommen. So sieht das Ganze dann mal grob aus. Zusätzlich habe ich hier einen Buchenstab, der ist ungefähr 10 mm dick, 15 x 10 mm. War so ein alles, also sind alles Reststücke. Und in dem kürzeren hinteren Teil, ich zeichne mir mal an, wo das hier oben zu Ende ist, hier rein kommt jetzt ein Loch. Kann man das da sehen? Und in dieses Loch machen wir dann später dieses Teil hinein. Ich habe das folgendermaßen gemacht. Zunächst habe ich mir das angezeichnet, also hier die Dicke des Holzes. Dann habe ich mir einen 8 mm Bohrer reingemacht, bohre oben und unten Löcher rein. Habe dann jetzt hier so einen Multischneider. Ihr könnt das aber auch mit der Stichsäge zum Beispiel ausschneiden. Werde dann jetzt hier oben eine Rundung reinmachen. Ich zeige euch mal, wie weit. Und zwar so, dass das Ganze so aussieht, dass hier oben ein gerades Stück übrig bleibt. Dann habe ich mir jetzt hier eine Vertiefung reingebohrt. Und zwar kommt dieses Holz mit dem geraden Stück hier oben nach oben. Ich hatte eben hier mir die Linie angezeichnet. Und zwar so, dass das hier einigermaßen gerade da vorbei zeigt, die Rundung. Und setzen eine dementsprechend lange Schraube dadurch, damit das sich da drin drehen kann. Als nächstes leimen wir jetzt das kleine Stück hier drauf. Und anschließend direkt das große. Und klemmen das Ganze fest. Hier bohren wir direkt eine Schraube rein. Und schon ist das Ganze fertig. Im Laufe der Benutzung ist mir dann aufgefallen, dass wenn ich das spanne, dass das hier unten weggedrückt wird. Dass das hier rausgedrückt wird. Und um das zu umgehen, wollte ich jetzt hier einfach eine Holzleiste aufleimen, die das Ganze dann daran hindert, hier unten sich zu bewegen. Dann hat es zusätzlich eine Führung. Und das leime ich jetzt einfach mal da drauf. Um diese beiden Teile jetzt zu transportieren, habe ich mir ein Brett zurechtgeschnitten. Das leime ich jetzt hier unten rein und klemme die beiden dann einfach so da drauf.
Ich habe die jetzt mal hier festgespannt und dann habe ich hier und hier jeweils eine Markierung gemacht. Das soll da rausgefräst werden. Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden. Wie gesagt, das sind hier Sachen, die hatte ich eigentlich, ja, wie soll man sagen, so im Hinterkopf. Aber eigentlich wollte ich das alles gar nicht machen. Es sollte eigentlich eine ganz einfache Geschichte werden. Ist es auch geworden, nur mit einigen Sachen, die richtig beim Bauen Spaß gemacht haben, mal wieder etwas Neues zu entwickeln. Und so bleibt mir auch nicht mehr viel übrig, als zu sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder demnächst hier in der Bastelgarage. Euer Jürgen.